Ihr wollt die Schwiegermutter beeindrucken und Schwiegermutters Darling sein? Oder einfach eine Rasselbande Kinder glücklich machen? Backt unsere Erdbeerschnitte. 100% gelingsicher, super einfach und ihr werdet der Star werden. Ganz locker, lecker, einfach Profi Derek. Genau, herzlich willkommen. Es geht los. Wir brauchen 3 Komponenten für diese leckere Erdbeerschnitte. Und zwar einmal fangen wir mit dem Rührteig an. Der Rührteig bedarf... Biskuitboden, genau. Mit Mehl? Mehl, das sind 150 Gramm Mehl. Backpulver? Backpulver sind 5 Gramm Backpulver. 75 Gramm Zucker. Vanillezucker? 4 Gramm Vanillezucker. 2 Eier. Von Glücklichen Bockbox. Salz, weil ihr braucht immer eine kleine Prise Salz. Genau, so eine berühmt-berüchtigte Profi-Prise. Um Geschmacksexplosion zu machen. Und dann 100 Gramm Butter Zimmertemperatur. Dann haben wir den Rührteigkomponenten. Dann geht es weiter, dann kommt die leckere Füllung, nämlich Cremeschicht quasi. Cremeschicht, Vanille-Schmandschicht. Wir brauchen 500 Milliliter Milch. Schmand. Schmand, 200 Gramm Schmand. Vanillepulver. 1,5 Päckchen Vanille-Puddingpulver. Ganz korrekt, sehr Puddingpulver. professoral. Das sind hier exakt 55 Gramm Zucker und 5 Gramm Vanillezucker. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen hin und her machen. Ne? Braucht man einen Tortenguss? Nein, Amore. Okay, die Hauptdarsteller. Wir brauchen Hauptdarsteller. Dann kommen 500 Gramm, Regionale, gewaschene, geschnittene Erdbeeren. dann Erdbeertortenguss, ein Päckchen mit 3 Gestrichenen Esslöffeln Zucker und 250 Milliliter Wasser. Meine Güte, sieht das schön aus. So, jetzt geht's weiter. Ja? Wir machen den Rührteig. Gib mir mal einen Schaber oder sowas, dann geht's los. Jawohl, Schaberbuterei. Wir fangen immer an, dass wir Butter, Zucker und Salz zusammenmischen. Das gibt dann eine gute Mischung und dann machen wir die Eier hinzu und am Schluss Mehl und Backpulver gemeinsam. Die Prise zur Geschmacksexplosion, wirklich, das fördert, das Salz fördert bei Süßspeisen nochmal den super Geschmack. Also das bitte nicht vergessen. Die Eier. Das Backpulver können wir mit Mehl vereinen. So. Vereint. Wenn ich jetzt hier von Vereinigung spreche, Nein, erst verrühren. Ja. Du hättest eigentlich auch erst Butter und Zucker verrühren sollen, aber es warst du wieder schneller und hast das Ei reingemacht. Ich bin der Schnellkoch, ja, so alles auf einmal und gib ihm. So, jetzt mache ich gleich die Dinger los. So. Ja! Aber ihr habt gesehen, ihr habt keine Sekunde Mitleid mit mir. Also, dann kommt das Mehl rein. Kleine Rührpause, Mehl und... Kannst du mir ein bisschen Platz machen, bitte? Danke. Mehl Du magst es kuschelig. Backpulver. Oh Gott. Bitte verrühren. Ich träume so lange auf, ja? Habe ja sonst nichts zu tun. Das ist moderne Rollenteilung, ja. Ich bin hier bei der Arbeit. Ich bin Opfer der Emanzipation geworden. Dafür esse ich eine Erdbeere. Jetzt ist mir fast weggegangen. Also, Rührteig fertig, schaut es mal kurz an. So sieht es aus. Und jetzt verteilen wir den auf unserem Blech. Da habe ich noch ein bisschen Backpapier zugeschnitten. Und dann kommt es hier drauf. Ich habe mich nebenher auch betätigt, habe den Backofen angemacht, Ober- und Unterhitze 180 Grad. Da kommt das Ganze jetzt 20 Minuten rein. Und in der Zeit machen wir, wenn der Rührteigboden da drin ist, machen wir weiter mit der Vanille-Schmandcreme. Und ich mache mir schon langsam den Kaffee warm. Ja? Also wir haben hier 500 Milliliter Milch und jetzt kommt dazu das Vanillepuddingpulver, das sind die 1,5 Päckchen und die Zuckermenge mit Vanillezucker
Und da steht ja auch alles, kann man erst beim Kochen reinmachen. Ihr habt ja die Chili gesehen, die macht immer alles zusammen und ist tatsächlich so beim Puddingpulver machen oder beim Pudding machen. Da brauchen wir wirklich, ihr könnt da gleich von Anfang an alles zusammen reinmischen, das spielt keinen Unterschied, macht es. Spielt keine Rolle, macht keinen Unterschied. Ja, ich kürze das immer so ein bisschen ab, ich finde es total anstrengend. Ja, ich habe beim ersten Mal habe ich gemotzt, dann habe ich aber gemerkt, es funktioniert und war dann so klein mit Hut. Ja? Also einfach alles rein, aufkochen lassen. Und wenn es dann aufgekocht hat, dann machen wir den Schmand hinzu, lassen es ein bisschen abkühlen und machen das danach auf unseren Rührteigboden. Ja. Und dann kommen die Erdbeeren rein. Ich kann kaum widerstehen. Das sind schon keine 500 Gramm mehr. Profi war schon dran hier im Behind the Scenes. Ja. Von der Schmand-Geschichte übrigens nicht irritieren lassen. Wir haben das mal ausprobiert, wenn man die Schmand-Vanillepudding-Mischung pur probiert, denkt man, schmeckt es nicht ein bisschen gekippt, aber hinterher im fertigen Kuchen, mega. Was? Und dann bringst du gerade mal einen Vortrag. Es kocht auch. Nicht, dass es... Misstraust du meinem lockeren Rühren aus dem Handgelenk? Bitte nicht. So, jetzt kocht's Pudding auf. ist fertig. Rühren. Ja, fertig, nee, ist fertig. Fertig. Dann Schmand hinein. Nochmal richtig reinrühren. Und dann schnell runter von der Platte, bevor es einbrennt. Gut. Unser fettiger Rührteigboden, das duftet super lecker, also echt herrlich. Mhm. Und lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen, so 10 Minuten und dann machen wir die Vanille-Schmand-Schicht drauf. So, jetzt kommt der Memory-Teil. Jetzt müssen alle Erdbeeren verteilt werden und wenn es nicht gereicht hat, habe ich zu viel genascht. Ein bisschen Sorge habe ich schon. Wer hat Augenmaß bewiesen? Chili! Also, für die Glasur 250 Milliliter Wasser. Herd auf höchste Stufe. Dann diese eine Tüte Tortenguss. Erdbeertortenguss und 3 gestrichene Esslöffel Zucker. Das Ganze verrühren, bis es aufkocht und dann gleich, wenn es heiß ist, wird es drüber gemacht. Das ist das Wichtige. Arbeitsteilung. Ich rühre, du schüttest. Gute Idee. So soll es sein. Die Farbe ist schon crazy, gell? Mhm. Und es klart auch so lustig auf. Noch ist es eine richtig trübe Brühe. So, jetzt kocht es auf. Das ist der Moment, wo wir dann Power wegmachen und dann wird gleich drüber gegossen. So. Oh, das habe ich so toll gemacht. Mega. Kleiner Applaus für mich bitte. So, Chili Espresso für dich. Ihr seht schon, warum das Ganze hier eine Koch- und keine Service-Sendung ist. Weil wir uns ein bisschen schwer getan haben, den gut aus der Form zu bekommen. Aber das ändert am Geschmack ja nichts. Mega, super lecker. Wirklich, ne? So ein Stück Espresso dazu. Wirklich super Leute, lecker. vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonnieren nicht vergessen. Ganz einfach nachmachen. Genau. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Als wir unseren Kindern den Kuchen zum Essen gegeben haben, Klang das so.